Ist das Mythologie und Fantasie oder ist es schon Realität und entspricht es der Wahrheit? Wir finden im Menschen 5 Elemente wieder. Wir fangen mit dem Licht an. Licht sind elektromagnetische Impulse. Diese finden wir im Gehirn, diese finden wir in den Nerven, diese finden wir im Herzen. Wenn jemand mit dem Leben aussetzt und tot ist, kann man ihn mit einem Defibrillator wieder zum Leben erwecken. Man kann mit Stromstößen und elektromagnetischen Impulsen und Elektroimpulsen im Gehirn Sachen verändern und Krankheiten verhindern oder sogar Depression verhindern. Wir haben also Licht in uns. Unser Auge sieht, unser Auge nimmt wahr. Wir haben das zweite Element Feuer in uns. Unser Körper ist immer auf 37 Grad erwärmt. Das dient der Homöostase und dient der Zirkulation der Flüssigkeiten und hält unserem Körper am Leben und dass er nicht verfault oder vergammelt. Wir haben Wasser in uns. Zu 60-70% bestehen wir aus Wasser. Und dieses Wasser ist überall in uns. Wir müssen regelmäßig trinken. Nicht nur unser Blut besteht zum Großteil aus Wasser, sondern sehr viel in unserem Körper. Dieses ist auch in uns vorhanden. Wir haben das Element Erde in uns. Erde ist Kohlenstoff, das heißt unsere Haut, unser Körper, unsere Knochen sind feste Materie. Alles ist entweder in lockerer Erde oder in fester Materie wie Knochen und Zähne vorhanden. Wir haben das Element Luft in uns. Luft, wenn wir atmen, Luft unsere Seele, Luft unser Odem. Wenn die Luft entweicht, wenn wir nicht mehr atmen, dann sind wir nicht mehr in unserem Körper, dann sind wir nicht mehr da bei Bewusstsein, dann sind wir tot. Unser Körper kann ohne Seele nicht überleben. Fantasie und Mythologie oder Realität und Wahrheit. Gibt es nun Menschen und Völker, die mehr einem Element gleichen? Zum Beispiel ganz oben die Schweden, die Norweger, viele Europäer, Amerikaner. Blonde Haare, blaue Augen, helle Haut. Sind diese dem Licht ähnlich? Sie sind bekannt für Wissenschaften, für Rationalität, für Hervorbringung von Ideen. Dann haben wir das Feuer. Das Feuer können wir aus den südländischen Regionen, zum Beispiel in Arabien oder auch in Südamerika. Feuer steht sowohl für Temperament, für eine feurige Sprache, für Spanisch, für Arabisch, für Portugiesisch, sehr lebhaft, sehr emotional. Feuer steht für Emotionen, positive Emotionen wie Liebe, Amore, aber auch für Aggressivität, für Feuer, für Krieg. Wir haben das Element Erde. Erde wie schöne braune Erde, dunkle Erde. Zum Beispiel wie die Afrikaner. Die Afrikaner sind dunkel von der Haut, sind körperlich sehr bevorteilt, sind die besten Spitzensportler, sind sehr gut körperlich ausgestattet, haben einen guten Knochenaufbau, haben gute Zähne, sind wirklich bekannt dafür, Höchstleistung zu bringen und sehr viel Kraft zu erbringen. Die meisten Top-Athleten in den leistungsstarken Spitzensportarten und allen Sportarten sind meist afrikanischer Abstammung. Wir haben das Element Wasser. Gott sagt im Buch Henoch, ich habe das Wasser aus Licht und aus Finsternis als Mitte erschaffen. Die Mitteleuropäer mit schwarzen Haaren, heller Haut und blauen Augen sind dafür bekannt, dass sie leben. Es gibt gute und schlechte Tage. Es gibt flexible Lebenseinstellungen, mal Gutes, mal Schlechtes, mal links, mal rechts. Man hält die Mitte, man lebt, man hält am Leben fest, man nimmt am Leben teil. Könnte das Element Wind dann wiederum für die Asiaten stehen, für die Südostasiaten? Sie sind bekannt für Tai Chi, für Atemübungen, für all das, was den Atem und die Seele mit sich bringt, haben sie es zu uns gebracht. Sie sind bekannt dafür, flexibel zu sein, sich schnell zu bewegen, gute Turner zu sein. Sie sind wirklich dafür bekannt, mit dem Atem viel zu erreichen, viel Stärke zu entwickeln, ein starkes Qi hervorzubringen. Das ähnelt sehr gut dem Element und den Stärken des Elementes Luft. Angenommen, die stimmt alles. Es gibt nun Rassismus. Denken wirklich andere Menschen zurecht, sie wären was Besseres? Sind manche Elemente besser als die anderen? Licht und Feuer zum Beispiel besser als Erde? Im Koran steht, dass der Teufel aus dem Wind des Feuers erschaffen, sagt, ich bin besser als der Mensch, den du aus Erde erschaffen hast. In der Menschheitsgeschichte haben sowohl Weiße als auch Araber damals Schwarze versklavt. Schwarze wurden oft benachteiligt. Die ganze Menschheitsgeschichte wurden Schwarze versucht, unterdrückt zu werden. Endlich haben wir mal einen schwarzen Präsident in den USA gehabt, Barack Obama. Und wir haben viele Spitzensportler, viele Wissenschaftler, viele gute Ärzte,
die alle schwarz sind und mit der Zeit gelernt haben, beide Vorteile mitzunehmen. Sie waren körperlich sehr bevorzugt, aber haben durch Wissen, durch Education, durch gute Erziehung immer mehr erreicht und nehmen immer mehr Spitzenpositionen ein. Leider gibt es diesen Rassismus noch heute. Jedes Element hat gute und schlechte Elemente. Ist Licht gut und Finsternis schlecht? Nein, das kann man nicht pauschal sagen. Licht zum Beispiel dient für gute Erfindungen, Medizin, Wissen, Mathematik. Ich kann aber mit Licht, mit Wissen auch Bomben bauen, eine Atombombe bauen, das Gift Novichok erfinden. Ich kann manipulieren, ich kann Lügen fabrizieren, ich kann hinterhältig sein. Licht kann auch schlecht benutzt werden. Finsternis steht einmal für das Böse, für das Dunkle, für das Verstecken, für einen Horror. Aber Finsternis steht auch für Ruhe, für die Ruhe der Nacht, für Geborgenheit, für einen schönen Tod, für die Ruhe finden. Und genauso ist es mit Feuer. Feuer für Liebe, Feuer für Krieg und Hass. Licht für gute und schlechte Erfindungen. Wasser, um etwas zum Leben zu bringen, aber Wasser auch, um etwas zu ertränken, um etwas zu ersäufen. Die Erde, um Früchte hervorzubringen, um Gemüse hervorzubringen, um schöne Sachen hervorzubringen, um den Körper zu stärken. Aber Erde auch, um Schaden zuzufügen, um zuzuschlagen, um hart zu sein, um jemandem körperlich weh zu tun. Wind genauso. Wind kann für positive und für schlechte Seiten stehen. Man kann die Seele gesund haben, man kann die Seele gestresst haben. Nun sollte das Ziel und die Meisterschaft eines jeden Menschen sein, sich alle 5 Elemente eigen zu machen. Je nachdem, woher man kommt, hat man schon ein gewisses Element in die Wiege bekommen. Bin ich zum Beispiel ein Europäer und ich in einem guten Schulsystem geschult werde und educated und Wissen bekomme, so sollte ich mit der Zeit lernen, auch das Feuer für mich zu entdecken. Aber nicht mit Hass und Aggression, es sei denn, ich muss mich verteidigen, dann natürlich schon, sondern für die Liebe, für die positive Verteidigung, für die positive Aggression gegen das Schlechte einzutreten, um Mut zu haben, um nach vorne zu pirschen. Die Erde entdecken, um auf meinen Körper zu achten, um gesund mich zu ernähren, um ein gutes Training zu machen. Den Wind zu entdecken, Atemübungen, Meditation, meine Seele zu reinigen, Tai Chi, flexibel zu sein, das gute Wasser für mich zu entdecken, das Leben genießen, das Leben so nehmen, wie es kommt, positive Sachen zu mir zu nehmen, schönes Essen, schönes Trinken, schöne Frauen, das Leben wirklich in seinen vollen guten Zügen zu schätzen wissen. So können verschiedene Elemente, Partnerschaften eine Symbiose hervorbringen, einen gegenseitigen Nutzen im Zusammenleben. Feuer kann zum Beispiel Licht hervorbringen, Licht kann Feuer hervorbringen. Hat man eine Partnerschaft mit einem Menschen aus einem anderen Kulturkreis, kann man eine Menge dadurch lernen, man kann sich sehr gut ergänzen. Es gibt das Sprichwort, Gleiches gesellt sich gut, zum Beispiel wenn deine Frau aus derselben Nationalität oder Mentalität kommt oder dein Partner. Aber es gibt auch Gegensätze ergänzen sich und ziehen sich an. Erde und Wasser ergänzen sich sehr gut. Erde bringt durch Licht und Wasser Früchte hervor und Schönes hervor und manifestiert es. Wasser dagegen kann sich auch darin verwirklichen. Man sollte die verschiedenen Elemente für eine gute Symbiose nutzen und um sich weiterzuentwickeln. Ist dies nun Fantasie, Mythologie und Spiritualität oder entspricht es der Wahrheit, ist Metaphysik und somit können wir alle was damit anfangen? Ich wünsche euch viel Erfolg dabei, dies rauszufinden und wünsche euch viel Erfolg bei der Meisterschaft, euch jedes Element eigen zu machen in positiver Art und Weise.